Da ist es komplett trocken. Geil. Es ist, boah, ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht damit. Die Luftfeuchtigkeit ist, also es ist halt total im Nebel. Die Luftfeuchtigkeit ist super hoch. Also wenn man von Weitem die Chalkspuren schon glänzen sieht, ist es immer ein gutes Zeichen. Krass. Okay. Es ist komplett trocken. Geil. Boah, ich hab richtig Bock. Ich hab richtig Bock. Ja, in dem Sinne, willkommen zu einem neuen Video. Wir sind wieder am Mayroter Kopf. Ja, wir mussten jetzt einfach schnell nochmal wiederkommen, weil genau, Alexi konnte es ja in der letzten Session machen. Geil, Alexi. Geil. Oh. Und mich hat der Bowler jetzt voll angefixt. Am Sonntag bin ich hier bei wunderschönem Herbstwetter alleine morgens hingefahren und hatte eine richtig gute Session. Und habe für mich den Bowler komplett, also nicht komplett entzaubert, aber fast. Weil dieser eigentliche Krukszug, also auch beim Alexi, ich glaube auch bei den meisten, die den Bowler schon gemacht haben oder probieren, ist ja der Zug, der Stehstartzug von der 7B. Okay. Und und als ich am Sonntag hier war, habe ich rumgetüftelt und habe dann da auch wieder viele Sachen probiert. Und irgendwann habe ich gesagt, so, Alter, vielleicht ist es ja möglich, gar nicht den zu nehmen, sondern direkt in diese gute Leiste reinzukreuzen. Und dann habe ich das probiert und es hat halt sofort funktioniert. Und ich konnte den Zug 3-mal hintereinander machen. Ich habe auch von Sonntag hier noch am Mittelfinger noch eine kleine offene Stelle, also ich muss tapen, aber das ist ja nie eine Ausrede, ne? Let's go! Ich habe ja den Ausstieg noch nie gemacht und deswegen werde ich mir da jetzt mal oben ein Seil einbinden und will den Ausstieg. Also erstmal müssen die Griffe halt mal so ein bisschen sauber gemacht werden und trocken gemacht werden. Und weil ich halt mit hohen Sachen immer so ein bisschen so ein Kopfproblem habe, ist es mir schon lieber, einfach die Griffe irgendwie mal zu sehen vorher und da mal ein bisschen Chalk drauf zu machen und die Züge einfach mal zu machen. Okay, die ist ja echt gut hier, ne? Ja. Ja, geil, Alter. Also ich mache jetzt erstmal hier die Sloper-Passage. Guck mal, wie die Reibung ist. Und genau, und da kann ich mich halt echt ganz gut warm machen. Da werden die Finger warm, ohne dass ich mir jetzt die Finger direkt tapen muss. Wo war der? Hier, ne? Ja. Reibung ist schon okay. Es geht ja jetzt um den Zauberzug. Genau, ich bin sehr gespannt. Es geht ja um den Zug von der Stehstart. So, und mal gucken. Also, ich nehme auch einen anderen Tritt. Ich nehme jetzt hier so einen gedeckelten. Auf geht's. Alter. Ist das krass? Wobei ich schon krass finde, also auch wenn du da reingehst, sieht's nicht easy aus. Naja, du musst die Leisten schon erstmal festhalten und du Genau. musst von denen wegziehen können. Aber das Gute ist,
Du musst halt nur anziehen können, du musst in keinster Weise präzise sein und du fällst halt genau in die Belastungsrichtung vom Griff. Du könntest jetzt eigentlich schon fast einfach Ich mal so glaube- just for fun ein paar Goes von unten geben. Mach ich auch. Wie sieht's jetzt mit deiner Erwartung eigentlich heute aus? Hast du so einen gewissen Druck? Nee, gar nicht. Okay, das heißt, du bist auch jetzt schon völlig fein, wenn du das heute nicht machst. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß halt ganz genau, und das gibt mir jetzt hier bei den Bouldern in der Eifel auch einfach so die Gewissheit. Ja, klar würde ich mich freuen, wenn es jetzt klappt. Aber es ist, ich weiß, ich muss keine 600 Kilometer fahren, um es jetzt nochmal zu versuchen. Auch jetzt in Glees. Es gibt ja jetzt so ein paar Sachen, wo ich mir gesagt habe, ey, das wäre cool, die würde ich gern diesen Winter irgendwie klettern. Da ist das hier natürlich einer von, der Zeitenwende-Boulder. Und ich hätte wirklich auch nicht damit gerechnet, dass es jetzt so schnell geht, dass ich Durchstiegsversuche machen kann. Da war ich ja am Sonntag einfach ultra happy. Als ich das rausgefunden habe, habe ich erstmal Luftsprünge gemacht. Ich habe erstmal laut gelacht, weil ich dachte, so, das kann doch nicht sein. Auf einmal macht das ein Boulder einfach direkt so greifbar und so machbar. Ja. Und das ist total cool. Ich muss das linke Bein so richtig hier mit der Seite so richtig drunter pressen. Ich hatte beim letzten Mal auch mal probiert, ob man dann hier irgendwie noch einen Heel-Hook oder so legen kann. Du hast unterschert, ne? Ich habe unterschert, ja. Boah, nee. Weiß nicht, ob das so gut ist mit dem Zwischenfasser. Also diese Flossenpfeile, die darf eigentlich in keinem Boulderbag fehlen. Das ist richtig. Wir tun uns ja immer so ein bisschen schwer, unsere Produkte hier auch in diesem Kanal so ein bisschen zu bewerben. Aber ich möchte an dieser Stelle mal erwähnen, es ist die einzige Flossenpfeile mit auswechselbarem Schleifpapier und wird geliefert mit einer 120er und einer 80er Körnung. Man zieht dieses Gummi raus, zack, und dann macht man das nächste rein und stopft das Gummi wieder rein und dann ist alles cool. Also das ist schon ein geniales System. Das ist schon ein geniales System. Ich erwähne jetzt nicht, wer darauf gekommen ist. Eine Zusammenarbeit mit Kapitän Olsen, wohlgemerkt. Komm, jetzt scheiß auf die Werbung, lass uns einfach bouldern, ey. Nee. Darf da nicht mit Schwung rein. Also du machst jetzt da gerade halt die pure Kraftvariante. Was anderes kann ich nicht. Ja. Haben wir eigentlich schon mal gezeigt, wie winzig diese Leisten sind? Weiß nicht, kann man das sehen? Also hier gibt es so einen klitzekleinen Nupsi. Ja. Ich mache mal ein paar Minütchen Pause, mach du dich mal warm. Heute ist schon so atmosphärisch sehr, sehr geil. Hat so ein bisschen was von Herr der Ringe. Ja, genau. Hier hat der gute Fabian von Glees Bouldering hat hier den basaltischen Freudentanz erst begangen. Man wirft hier so einen ziemlich abgefahrenen Towhook und der hält eigentlich alles. Also man klettert hier an diesen kleinen Löchern hoch, die sehr bescheiden sind. Also das letzte Mal, als ich den probiert habe, bin ich oben ganz knapp geflogen. Wie fühlst du dich denn heute, Alexi? Du warst jetzt ja nicht so super 100% fit. Nee, ich habe so ein bisschen am Wochenende gemerkt, dass ich so ein bisschen, ja ich weiß nicht, so ein bisschen am Kränkeln, einfach so dieses Erkältungsmäßige und merke jetzt auch nach dem Warm-up, dass ich meinen Pump gar nicht so richtig loswerde. Der Start von dem Boulder ist hier links an der Leiste. Rechts startet man im Untergriff, geht dann erstmal in so ein Dreifingerloch. Da wirft man einen ziemlich weiten Towhook hier so
um die Ecke. Das ist eigentlich auch so ein bisschen die Krux, dass der echt präzise sitzt. Da zieht man mit rechts in dieses kleine Zwei-Finger-Loch und ja, das ist nicht so mega gut, das muss man echt ordentlich zuschrauben und fetzt dann mit links hier an diesen Bubbel. Man muss jetzt auch echt sagen, also ich war da ja auch schon mal drin in dem Boulder, dass diese gedeckelten Leisten oben, die sind einfach auch echt klein, ne? Ja, schon. Also die zu treffen, aber das macht, ich finde, das macht bei dem Boulder auch einfach so die Charakteristik aus. Voll. Und dann hast du noch mal so ein bisschen sketchy Aufstehen da oben und dann, ja, Top-Out ist halb so wild. Ja, jetzt habe ich es fast geklettert. Alexi, was ist los mit dir? Das war der erste Felskontakt gerade, ne? Bei Nebel und krank. Das gibt mir irgendwie zu denken. Okay, der saß jetzt nicht so gut. Also tatsächlich 3 Finger auf den Sloper und der kleine Finger, der schmiegt sich hier so ein bisschen hier unten in diese Ecke rein Ja, und dann Druck nach unten. ich glaube, dass ich den genauso hatte. Ja? Ja, glaube ich schon. Okay, krass. Wenn du den genauso genommen hast, dann weiß ich nicht, warum du nicht hochgekommen bist. Und wieder 1:0 für den Mitarbeiter. Ali. Komm, Alexi. Wie safe bist denn du? Muss erst mal schütteln, ey. Brauchst du Chalk? Geht. Ist ein bisschen erdig da oben. Ali. Oh, Junge! boah. Okay, der Ausstieg ist eklig. Hier ist alles nass. Oh, Oh Mann. ein bisschen Arschbacken zusammenkneifen war das jetzt. Geil. Oh. Geil, ey. Junge, Hammer. Das war jetzt irgendwie total unspektakulär und unverhofft. Diesmal war der Ausstieg eher spektakulär, ne? Ja, also bei den Bedingungen. Boah, also meine Hände sind nass. Das war echt ein bisschen scary diesmal. Also jedes Mal, wenn wir hinfahren, 1 Cent. Das ist echt cool, ey. Es freut mich voll. Dann bin ich doch gar nicht so krank scheinbar. Wie viele Sessions waren es? Weißt du es noch? Hier jetzt? Ja. Also im Juli war das erste Mal. Mhm. Dann waren wir einmal zusammen hier. Dieses Video ist nie erschienen. Das Video ist nie erschienen. Aus gutem Grund. Aus gutem Grund, wenn ihr wisst. Es kann sein, dass ich noch mal alleine hier war. Sagen wir einfach mal, dass ich 3 Sessions bestimmt schon mal da drin war. Aber hast du denn manchmal das Gefühl, also zum Beispiel, als wir jetzt die letzte Session hier in Zeitenwende hatten, Ja. da hatte ich das Gefühl, ich war ja in dem Boulder auch schon mal drin, aber gefühlt habe ich da eigentlich keinen richtigen Zug in den Sessions davor gemacht. Und das hat sich
Also ich hatte danach, nach der Session, die wir das letzte Mal hatten, hatte ich das Gefühl, okay, es hätte jetzt auch die erste Session sein können. Also die Male davor wären egal gewesen. Ja, das ist für mich gerade so hier. Ja, es ist komisch, ne? Manchmal ist das halt... Das ist total merkwürdig. ich finde auch, man profitiert auch nicht von jeder Session so krass. Nee, gar nicht. Also manchmal ist es auch... Also Sessions können auch kontraproduktiv sein. Und da muss man selber immer so ein bisschen aufpassen, dass man eigentlich immer so das Beste aus den Sessions zieht. Aber es kann halt auch passieren, dass mal eine Session ultra scheiße ist. Und bei mir ist es immer so, sobald es im Kopf irgendein Zug sich schwer anfühlt, ist eigentlich schon, hast du schon schlechte Karten. So ein bisschen. Das geht mir jetzt zum Beispiel so. Also ich bin ja jetzt 3-mal bei dem Weiten Kreuzer geflogen. Der Zug hat sich halt am Sonntag wesentlich leichter angefühlt. Ja. Und ich werde jetzt dazu nochmal reingehen und nochmal probieren. Aber wenn er sich nicht leicht anfühlt, dann beende ich die Session heute auch. Ja, ich glaube, das ist auch vernünftig, ja. Also weil das ist nämlich genau so, wie du gerade gesagt hast, weil wenn das dann so ins Negative umschlägt, ne, und du weißt, boah, das hat sich jetzt das letzte Mal so leicht angefühlt, warum ist das heute nicht so? Ja. Dann sind das keine guten Vibes. Zum Beispiel bei Sputnik war das so. Ah, stimmt. Weißt du, in der ersten Session, Ja. da habe ich diesen ersten Zug, eigentlich voll. ging es voll klar. Und in der zweiten Session kriegst du es nicht mehr gebacken. Ja. Und dann fängt es an, dass du in deinem Kopf schon diesen Zug nicht mehr hinbekommst. Ja. Aber für mich ist es wichtig beim Durchstieg, dass ich mich davor setze, dann gehe ich einmal nochmal den Boulder durch und dann fühlt sich das in den Gedanken einfach super easy an. Ja. Ich weiß nicht, so mache ich es. Ja, voll, auf jeden Fall. Also ich weiß auf jeden Fall, wie es ist, wenn man sich an den Boulder setzt und du weißt es irgendwie manchmal schon. Genau. Kennst du das? Ja, voll. Ich glaube, das hattest du bei Paradise Lost. Ja, voll. Als ich dich danach gefragt habe, so wann wusstest du machst den Boulder, dann hast du gesagt, nach dem ersten Zug. Genau, ja. Und genau das ist so dieses Gefühl, du gehst da so rein, das Mindset stimmt und und auf einmal fühlt sich irgendwie leicht an und es fühlt sich so flowig an. Ja, ich glaube, die mentale Stärke, die ist so underrated, das ist unfassbar. Wahrscheinlich schon. Also, weil letztendlich bei Paradise Lost, das ist, finde ich, ein gutes Beispiel, der Boulder hat letzten Endes über 20 Züge. Ja, Dass du beim ersten Zug weißt, dass du es machst, Alter, da kann noch so viel schief gehen. Auf jeden Fall. Aber man ist so überzeugt und das kitzelt dann auch so ein bisschen die letzte Stärke, glaube ich, nochmal aus einem raus. Ja. Also, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, die Session auf jeden Fall heute zu beenden, da nicht nochmal reinzugehen. Wir verabschieden uns hier vom Mayroter Kopf aus dem tiefsten Nebel und sagen bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.